Ein Experiment ist etwas, wo man nicht weiß, was dabei herauskommt. Also weil man ja etwas herausbekommen will, das weiß man, aber nicht, was das Ergebnis ist, weil sonst bräuchte es ja kein Experiment, sonst könnte man es ja einfach hinbauen, hinkonstruieren. Also diese Korsakow-Applikation, die wir uns da gerade anschauen, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Experiment, weil man nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Ich mache jetzt gerade ein Experiment, weil ich noch nicht genau weiß, was ich sagen werde. Ich entwickle gerade diesen Gedanken. Also eigentlich wollte ich das gerne live tun, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich muss da in einem bestimmten Modus sein, dass ich das überhaupt kann. Und wenn ich dann nervös bin, dann kann ich es in der Regel nicht. Und wenn ich vor Publikum stehe, dann bin ich in der Regel nervös. Also das ist jetzt ein Experiment. Ich will rausbekommen, was ich eigentlich über das Wort Experiment denke. Und ich will in meinem PhD rausbekommen, was ich über interaktiven Dokumentarfilm denke. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich das eigentlich in der Regel nicht denke, sondern fühle. Also das ist jetzt ein Experiment und beim Experiment weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Kann ich nicht wissen, was dabei herauskommt. Jetzt ist dann das Ergebnis von dem Experiment, was ich jetzt gerade mache, also wenn man jetzt nur diesen Clip betrachtet, den ich gerade mache, also der ein linearer Film ist, das ist der Film, den man ja gerade sieht. Der Film, den wir jetzt gerade anschauen, also dieses Snow, dieser fertige Film, der ist jetzt kein Experiment mehr. In dem Moment, wo der Film fertig ist, da weiß ich ja dann, was ich sagen wollte. Und das ist kein Experiment. Wenn ich weiß, was ich sagen will, dann ist es kein Experiment. Das ist dann vielleicht das Ergebnis von einem Experiment. Und das Experiment, das kann im Reden sein oder im Nachdenken oder im Montieren von Dingen. Aber das Ergebnis ist kein Experiment. Und deswegen würde ich sagen, kann es sowas wie einen experimentellen Film nicht geben. Also außer man meint damit den Prozess und jetzt nicht den Film, also das Ding, was man an der Hand hält oder an die Wand projiziert. Naja, ich meine, man projiziert sich halt in den Kopf hinein. Und jetzt ist es halt kurios, weil also bei Korsakow-Filmen ist es so, dass die so gebaut sein können. Also ich will jetzt mal so sagen, dass da eine überschaubare Anzahl von Möglichkeiten generiert werden kann, die man als Autor nicht vorhergesehen hat. Klar, man kann jetzt mit Korsakow rein technisch auch unendlich viele Möglichkeiten herstellen. Kann man auch, das geht ganz einfach, aber das ist ja nicht Sinn der Übung. Interaktive Dokumentarfilme, ich würde sogar sagen, die meisten, die sind halt geplant, also am Reißbrett von Ingenieuren, die halt da sozusagen irgendwas, also sie haben jetzt kein Experiment gemacht, wie gesagt, vielleicht im Machen, aber halt dann, also das Ergebnis ist dann halt kein Experiment mehr. Beim Korsakow-Film und nicht alle sind so, da kann sozusagen jede Performance ein Experiment sein.